Ich grüße dich. Ja, also immer wieder fragen mich Mandanten und auch einfach hier Zuschauer, Zuhörer auf unseren Social Media Channels oder YouTube Channels. Was sind so eigentlich die verrücktesten, die ungewöhnlichsten, die kreativsten Geschäftsideen, die dir so jemals begegnet sind? Ja, zu vielem kann ich natürlich dazu keine Aussage machen, was natürlich vertraulich ist, ja ganz klar. Aber es gibt ja doch einige, die sind mittlerweile schon in der Public Domain. Das heißt, da wurde viel schon in den Medien darüber berichtet oder das sind auch Dinge, die sind nie realisiert worden. Die sind schon seit, sage ich mal, Jahren oder Jahrzehnten sogar schon hier in der Mottenkiste sozusagen verschwunden. Und da möchte ich heute euch mal hier 7 verrückte Geschäftsideen vorstellen. Ich meine jetzt verrückt gar nicht negativ. Ich meine einfach ungewöhnlich. Ich meine einfach kreativ. Zum Teil auch politisch nicht korrekt. Also wenn du da empfindlich bist diesbezüglich, ja, dann schalt jetzt am besten ab. Ja. Denn wir sprechen ja gleich Erwachsenensprache bei dem einen oder anderen Thema. Wie gesagt, ich spreche ja jährlich mit hunderten Unternehmern und lerne unheimlich viele Geschäftsideen kennen. Das ist natürlich ein großes Privileg. Es freut mich immer, mit erfolgreichen Unternehmern zu sprechen und jene, die dabei sind, letztlich an ihrer großen Idee zu arbeiten. Das ist unheimlich spannend, unheimlich erfüllend und eine unheimlich positive Erfahrung für mich. Ja? Also dann kommen wir jetzt hier zur Sache, die 7 verrücktesten Geschäftsideen. Ich fange so letztlich bei 7 an und eins ist dann demnach also die, meiner Meinung nach, die verrückteste Idee, die mir bisher begegnet ist. Gut, also fangen wir an. Nummer 7, die erste Waldorfschule in Äquatorialguinea. Das war eine interessante Geschichte. Der Mandant hatte sich also entschlossen, mit seiner Frau und seinen Kindern dorthin umzuziehen, nach Äquatorialguinea. Und er war also tatsächlich davon überzeugt, dass er dort eine Waldorfschule gründen kann mit seiner Frau. Er hatte jetzt nicht wahnsinnig viel Kapital. Er hatte ein bisschen Kapital aus Deutschland mitgebracht. Er war natürlich begeistert von den Ideen des Rudolf Steiner. Für seine eigenen Kinder hatte die Waldorf-Erziehung sehr positive Ergebnisse und jetzt wollten sie eben Deutschland verlassen, weil sie einfach in Deutschland genug hatten, sind nach Äquatorialguinea umgezogen und haben gesagt, wir machen jetzt hier die erste Waldorfschule aus. Das war jetzt gar nicht geplant als ein Projekt der Entwicklungshilfe, sondern es sollte eigentlich eine Waldorfschule sein, wo man eben auch eine Schulgebühr bezahlt. Natürlich wie bei Waldorfschulen übrig, nicht besonders viel. Aber das Ganze hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, denn es ist daran zunächst mal gescheitert, dass natürlich es sehr schwierig war oder praktisch unmöglich war, hier bei dem Behördendschungel sich durchzufuchsen und hier überhaupt eine Genehmigung zu bekommen, um eine Privatschule dort zu betreiben. Gut, kann man immer sagen, das hätte man ja auch letztlich schon vorher wissen müssen. Klar, so kann man immer diese Dinge beurteilen. Manchmal ist es eben aber notwendig, dass man dort vor Ort ist. Er ist dort vor Ort hingegangen, ist da hingezogen, hat es probiert. Es hat leider überhaupt nicht funktioniert. Ob jetzt dort genug Kinder gewesen wären, die sich hätten sich leisten können, daran teilzunehmen, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich fand es eine außergewöhnliche Idee. Schade, dass es nicht funktioniert hat. Aber natürlich ist es sicherlich eine Idee, die ist mit einem hohen Risiko behaftet. Das weiß man von vornherein. Hat natürlich auch der Mandant gewusst. Nummer 6. Bei Nummer 6 ging es darum, die Bilder deiner Familie auf den Mond zu schießen. Ja, genau, verrückte Sache, nicht wahr? Also der Mandant hatte vor, Venture-Kapital einzusammeln, um eine Mondrakete zu konstruieren. Und diese Mondrakete wollte dann auf den Mond schießen, unbemannt, wie gesagt, ja. Und jeder Kunde letztlich, der hier bereit war, die Gebühr von 1.000 € zu zahlen, der konnte hier eine kleine SD-Karte letztlich hier mit seinen Familienbildern oder seinen poetischen Ergüssen oder was auch immer auf den Mond schießen. Vielleicht ein lustiges Geburtstagsgeschenk oder so, war natürlich ziemlich teuer, muss man sagen, um dann hier seine Familienerinnerung auf dem Mond verewigen zu lassen. Auch hier muss man sagen, die Investoren haben leider nicht an die Idee geglaubt. Der Mandant war nicht in der Lage, das notwendige Kapital hier zu raisen. Es wären mehrere Millionen Euro notwendig gewesen, natürlich, um diese Mondrakete zu bauen. Insofern wurde das Vorhaben dann leider wieder eingestellt. Nummer 5 der verrückten Geschäftsideen.
war ein mobiler Grill. Ich weiß gar nicht, ob es die vielleicht wieder mittlerweile in Deutschland gibt, aber das ist schon mindestens 20 Jahre her. Das war also ein Konzept, wo man auf einem Metallgestell, was man am Körper getragen hat, letztlich vorne einen Grill vor dem Bauch hatte, ja, und hinten drin war dann eine Gasflasche. So konnte man also überall in Großstädten hier sich ohne Genehmigung so das Konzept hinstellen und Bratwürste letztlich verkaufen und hier den etablierten Grills auf Weihnachtsmärkten und so weiter das Leben schwer machen. Der Mandant hatte also diese Idee, hat diese Geräte gebaut und hat dann letztlich die einzelnen Grilleure hier täglich versorgt mit Grillwürsten und so weiter, die er geliefert hatte. Die mussten also sich verpflichten, von ihm die Würste zu kaufen. Und damit hat er eigentlich die Kohle gemacht. Da hatten die also dann eine Kühltasche neben sich, da wurden die Würste reingemacht, ja, und er fuhr halt da den ganzen Tag rum, hat die mit Gas versorgt, mit Würsten versorgt und so weiter und so fort. Das Geschäftsmodell lief so, hat sich da irgendwelche Langzeitarbeitslosen gesucht, die konnten dann für eine kleine Anzahlung, das war glaube ich ein paar tausend Euro, hier letztlich diesen Grill erwerben und dann wurde der bestellt, dann wurde er hergestellt und dann ging es eben los, ja. Also es war unglaublich erfolgreich zunächst. Er hatte mir erzählt, ja, dass er dort dann regelmäßig an Wochenenden riesige Berge von Bargeld, von Münzen in seiner Wohnung auf dem Tisch hatte, nachdem die ganzen Grilleure dann sozusagen ihre Einnahmen abgeliefert haben. Am Ende ist ihm das alles über den Kopf gewachsen. Letztlich logistisch wurde es dann zu schwierig. Kann man sich ja auch vorstellen, kannst du dir vorstellen, dass da so 30 Leute, die da dann mittlerweile rumstehen, in einer größeren Stadt oder ich sage mal im Ruhrgebiet oder sowas, ja, und dann musst du im Auto die ganze Zeit rumfahren hier und Würste liefern und dann sind es Lebensmittel und wie gesagt, die Leute, die dann grillen, sind vielleicht auch nicht unbedingt die hellsten, ja, also es war alles eine Herausforderung und daran ist es dann gescheitert. Soweit ich gehört habe, ist er dann mit den Einnahmen aus, was weiß ich, 10 oder 20 Anzahlungen oder so, dann abgehauen und das ganze Ding ist zusammengebrochen, wurde auch in den Medien relativ groß berichtet. Eigentlich eine gute Idee. Ich habe es jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Also ist wahrscheinlich in der Praxis nicht zu machen. So, jetzt kommen wir zu Nummer 4 der folgenden Geschäftsideen. Hier hatte der Mandant einen Flirt-Service per SMS. Kennt man ja, ja, wenn jemand hier also den Wunsch nach Begegnung verspürt, ja, aber letztlich hier im realen Leben vielleicht niemanden hat. Heute geht vielleicht viel online. Konnte man früher, vielleicht geht es heute auch noch über SMS bestimmte Kontakte machen. Und das war also im englischsprachigen Raum ein Angebot. Und dieser spezielle Mandant war jetzt im Vergleich zu seinen Konkurrenten extrem erfolgreich. Ja, das heißt also, die Kunden dieses Service haben also sehr lang hier hin und her gemessaged, immer wieder hin und her gemessaged. Und ich hatte ihn mal gefragt, warum bist du so erfolgreich im Vergleich zur Konkurrenz? Was macht dein Angebot so viel besser? Ja, und dann hat er mir gesagt, ich mache Folgendes. Ich verwende nur Männer, ja, die hier die SMS schicken. Das heißt, der Kunde, der vielleicht irgendein LKW-Fahrer ist, in einer Raststätte steht, nachts um 12 und hier mit seinem Handy rummacht, ja, denkt, er korrespondiert hier mit einer 25-jährigen Slowenin. In Wirklichkeit ist es irgendein fetter Engländer, der 50 ist und mit Glatze auf dem Sofa hockt und Bier säuft und sich einen ablacht, weil er hier irgendwie den LKW-Fahrer irgendwelche Hoffnungen macht. Ja, also die gesamten Leute, die für ihn die Messages geschickt haben, die für ihn die Textmessages geschickt haben, waren alles komplett Männer. Er hat gesagt, nur Männer wissen, was Männer wollen, ja, und in dem Bereich, ja, und deswegen ist mein Service so erfolgreich und deswegen lieben unsere Kunden uns, ohne es natürlich zu wissen, wer in Wirklichkeit jetzt hier diese Messages schickt. Sehr interessantes Geschäftsmodell. So, jetzt kommen wir zu Nummer 3. Hierbei geht es um einen alternativen Antrieb für Autos, der letztlich auf Magneten basiert. Und der Hammer war hier, dass im Grunde der Mandant gesagt hat, ich habe hier ein Perpetuum mobile entwickelt. So, wir alle wissen, selbst ich, der schlecht in Physik war, dass ein Perpetuum mobile technisch unmöglich ist. Ein Perpetuum mobile heißt, ich zitiere wörtlich, ein sich ewig bewegendes. Es bezeichnet die alte Vorstellung einer Maschine, die unaufhörlich in Bewegung ist, also arbeitet oder Energie freisetzt, ohne dass ihr Energie nachgeliefert werden muss. Eine solche Maschine ist nach den Gesetzen der Thermodynamik nicht möglich. Genau, der Mandant war aber fest davon überzeugt, dass er einen solchen Antrieb für ein Auto entwickelt hatte. Er hat gesagt, er hat auch schon einen Prototyp gebaut. Er hat auch gesagt, naja,
ich habe auch versucht, hier dieses Auto und diesen Antrieb hier zu verkaufen, schon an Toyota, Mercedes, BMW und so weiter und so fort. Die wollen natürlich aber all davon nichts wissen, weil die sehen ihre Fälle davon schwimmen. Die wollen also gerne hier das ganze Ding unterdrücken. Ja? Und deswegen komme ich jetzt zu dir, Herr Sauerborn, und ich bitte dich jetzt hier für meine Geschäftsidee, hier Kapital einzuwerben bei Investoren, damit ich hier meine Autofabrik bauen kann. Ja? Also es war viele Jahre vor Tesla und so weiter. So, jetzt hast man natürlich dann, steht man natürlich hier vor einem Problem. Zum einen weiß man nicht, also naja, entweder ist es der komplette Betrug und es geht hier darum, sozusagen Investoren zu betrügen, was natürlich meine spontane Reaktion war. Auf der anderen Seite kam er jetzt ehrlich gesagt nicht wie ein Betrüger rüber. Also kannst du dir vorstellen, jemand, der einfach, naja, vielleicht psychische Probleme hat oder so und nicht genau weiß, was er redet oder vielleicht das Dritte, dass es ein Genie ist. Ja? Gott sei Dank mussten wir diese Frage nie beantworten, denn der Herr war aus dem Nichts erschienen und er verschwand dann auch wieder aus dem Nichts und so hat sich wirklich nie eine Zusammenarbeit ergeben. Interessante Idee. Ich glaube einfach, es war nichts dahinter. Kommen wir zur Nummer 2. Hier geht es um einen 0900-Nummer-Service. Diesmal nicht im Erotikbereich, sondern hier ging es schlicht und ergreifend um Wahrsagerei, Hellsehen, Tarotkarten legen und so weiter und so fort. Der Mandant hat ja ein unheimlich erfolgreiches Unternehmen aufgebaut mit ganz vielen verschiedenen Nummern, die ganz viele verschiedene Dienstleistungen repräsentiert haben. Ja, also, wenn du jetzt eher so auf die keltische Hexe stehst, und der andere vielleicht auf die mittelalterliche Wahrsagerin, wieder jemand anders, vielleicht auf jemand der Tarotkarten legt. Du hattest also für verschiedene, sage ich mal, Bedürfnisse verschiedene Nummern. Ich war sehr überrascht, als ich von ihm hörte, dass seine besten Kunden ja jetzt nicht irgendwelche, ich sage mal, ärmeren Menschen sind, die jetzt vielleicht hier ihr mühsam erarbeitetes kleines Gehalt dann komplett für sowas hier verbrennen, sondern gut situierte Anwälte, Politiker oder auch Ärzte, die dann hier stundenlang mit diesen Damen reden. Wie gesagt, da war keinerlei erotisches Element hier. Es ging schlicht und ergreifend nur um sich auszutauschen, letztlich um so eine Art Therapie, würde ich vielleicht mal sagen, so mit Wahrsagerei kombiniert. Ja. Einer der beliebtesten Services hier war Magie, ein Zauberspruch, ein Rezept für einen Zaubertrank, um jemanden letztlich in sich verliebt zu machen. Insbesondere für Ex-Verliebte, Ex-Geliebte wurde das vielfach genutzt. Wie kann ich den Ex-Freund wieder gewinnen? Hier hast du einen Zauberspruch, verwende den, schick ihm dieses Getränk, er muss er trinken oder sonst irgendwas. Ja? Wer es jetzt ganz exotisch haben wollte, der konnte dort dann ein Voodoo-Ritual bestellen, wo dann letztlich am Telefon hier eine Ziege in Kuba letztlich geschlachtet wurde im Rahmen eines Voodoo-Rituals, während hier der Kunde in der Leitung hing und eben hier dann mit Zauber und Magie letztlich den Mann des Herzens wieder zurückzubringen. Ja? Also fand ich eine fantastische Idee, war sehr erfolgreich, sehr beliebt bei den Kunden. Moralisch und ethisch natürlich problematisch, ist mir schon klar, brauchen wir nicht drüber reden, aber darum geht es ja heute nicht. Ich hatte euch ja vorgewarnt. So, jetzt kommen wir zur verrücktesten Geschäftsidee, die mir jemals begegnet ist. Und dabei ging es um Folgendes. Der Mandant war in seinen jungen Jahren ein sehr erfolgreicher Verkäufer von Versicherungen, ein Marketing-Genie, ein Verkaufsgenie. Und da gab es bei ihm im Sauerland, wo er herkam, in einem kleinen Ort einen Puff und dieser Puff lief nicht besonders gut. Er kannte die Besitzer gut und die Besitzer haben gesagt, steig doch hier bei uns ein. Wir geben dir einen großen Anteil am Geschäft, wenn du uns hilfst, letztlich dieses Ding zum Erfolg zu bringen. Das war gerade Ende der 90er Jahre, also es war gerade so der Beginn der Internetzeit. So, gesagt, getan. Was haben die gemacht? Er hat entschieden, ab sofort ist der Puff kostenlos. Ja? Unter der Bedingung, dass derjenige, der kostenlos ins Puff geht, sich dabei filmen lassen muss, was dann letztlich live gestreamt wird
ins Internet. Ja? So, und diese Channels, die dann dabei entstanden sind, die waren natürlich total hoch frequentiert, die waren extrem erfolgreich. Ja? Es hat natürlich so einen gewissen komischen Effekt gehabt. Ja? Da konntest du so einen korpulenten Bauer aus dem Sauerland sehen, wie er eine Prostituierte aus Osteuropa bespringt. Ja? Also klar, das war so ein bisschen eine Freakshow. Ja? Und das war genau das Konzept. Auch hier natürlich, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass das ethisch problematisch ist, moralisch problematisch ist. Darum geht es gar nicht. Ja? Aber von der Geschäftsidee her unheimlich kreativ und hier auf der Höhe der Zeit natürlich. Hier letztlich das Internet, was in die Kinderschuhen gesteckt hat, dazu genutzt letztlich, um hier dann ein frühes Online-Business zu machen. So, das waren sie, die 7 verrücktesten Geschäftsideen, die mir so begegnet sind im Lauf der letzten Jahre, im Lauf meiner Karriere. Ich hoffe, es war ein bisschen unterhaltsam. Ist natürlich nicht so ernst zu nehmen, das ist ja völlig klar. Ja. Viele der Dinge sind natürlich auch schwer für mich zu verifizieren. Also wenn da irgendwas auffällt, was es nicht 100%ig Sinn macht, dann sind wir da auf einer Seite. Für mich macht auch nicht alles Sinn. Ja. So, wenn du eine Geschäftsidee hast, eine ganz kreative, eine ganz außergewöhnliche oder eine, in Anführungszeichen, stinknormale, die erfolgsversprechend ist und damit gerne ins Ausland gehen möchtest, den Wohnsitz ins Ausland verlegen möchtest und dort erfolgreich sein möchtest, dann bist du bei uns an der richtigen Adresse. Wir helfen vielen Mandanten damit, ihre Geschäftsideen im Ausland umzusetzen oder ins Ausland zu bringen. Den Link zur Beratung packe ich hier unten in die Beschreibung rein. Ich würde mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.